Hallo Freunde, mein Name ist Michelle und ihr seid auf meinem Kanal, wo ich meine Handelsstrategien für binäre Optionen teile. Das ist mein zweites Video. Ich bin ein bisschen nervös, ein Video zu machen und ich brauche wirklich eure Unterstützung in Form von Likes, Abos und Kommentaren. In den Kommentaren könnt ihr eure Ideen für die nächsten Videos schreiben. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen zum Handel habt, habe ich meinen persönlichen Telegram-Kanal in der Beschreibung des Videos hinterlassen. Ihr könnt mir dort schreiben und fragen. Heute ist ein freier Tag, deshalb werden wir heute mit OTC-Währungspaaren handeln. Diese Währungspaare werden von der Plattform des Brokers generiert. OTC-Charts sind außerbörsisch gestellte Kurse. Der Broker überträgt sie am Wochenende und auch nachts, sodass die ganz gut für diejenigen sind, die keine Zeit haben, am Wochentagen zu handeln. OTC-Charts eignen sich genauso gut für die technische Analyse. Deshalb werden wir heute mit einer Strategie handeln, die auf der technischen Analyse basiert. In der Regel werden dabei Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Aufwärts- und Abwärtstrends sowie andere Situationen auf den Märkten berücksichtigt. Ich verwende einen Zeitrahmen von 15 Sekunden, um den Markt zu analysieren und eröffne je nach Situation Trades von 1 bis 3 Minuten. Also Leute, schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Vielleicht gefällt euch diese Art des Handels und ihr wollt sie für euren eigenen Handel nutzen. Also los geht's. Gerade in diesem Moment sehe ich schon den ersten Einstiegspunkt und werde ich euch jetzt erklären. Hier haben wir ein Widerstandsniveau und hier schlage ich vor, sofort einen einminütigen Aufwärtshandel zu eröffnen. Wir können sehen, dass es hier eine gute, sichere Aufwärtsbewegung gab. Als der Kurs zum ersten Mal dieses Level berührte, kam es zu einem tiefen Pullback nach unten und nach dem Pullback näherte sich der Kurs wieder unserem Level. Es gab auch ein kleines Fading auf dem Niveau, es gab einen kleinen Pullback nach unten und zum Zeitpunkt der Deal-Eröffnung hat der Kurs bereits begonnen, das Level zu übersteigen. Das bedeutet, dass der Durchbruch dieses Niveaus begonnen hat. Genau hier steigen wir in den Aufwärtshandel ein. Wie man sieht, gab es eine sichere impulsive Aufwärtsbewegung des Kurses und den Durchbruch des Widerstandsniveaus. Mit dem Durchbruch dieses Niveaus machen wir Geld. Also, Freunde, warten wir die Ergebnisse ab. Gut gemacht. Der Preis setzte seine Abwärtsbewegung mit guten, impulsiven grünen Kerzen fort. Dieses Level ist tatsächlich durchbrochen worden. Wir bekommen hier ein solides Plus. 1 Minute war gerade genug Zeit. Auch der nächste Deal kann hier eröffnet werden, denn wie in den meisten Fällen kann es nach einer zuversichtlichen, impulsiven Bewegung, nach dem Durchbruch des Levels in der Zukunft zu einer Korrekturbewegung und einem Pullback nach unten mit höheren Wahrscheinlichkeit kommen. In der Regel funktionieren solche Situationen genau so. Gerade in diesem Moment sehen wir, dass es ein Fading gibt und sich rote Kerzen zu bilden beginnen. Hier werden wir einen Abwärtstrade eröffnen, ebenfalls für 1 Minute. Ich denke, dass in dieser Situation 1 Minute gerade genug sein wird. Also Freunde, warten wir die Ergebnisse ab. Ziemlich gut, Leute. Wie ihr seht, hat der Kurs wirklich den Korrekturbereich erreicht. Es gab einen Pullback nach unten und hier machen wir unseren Gewinn. Wir haben gerade an einer Korrektur nach einem Levelausbruch gearbeitet. Diese Situationen funktionieren sehr gut. Nun, das ist schon mal ein guter Anfang. Machen wir weiter mit der nächsten Marktsituation. Wir haben hier unten ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass es hier einen schönen soliden Abwärtstrend gegeben hat. Die großen Preishochstände werden ebenfalls immer niedriger und das gesamte Kurspotenzial ist nach unten gerichtet. Gleichzeitig gibt es immer noch einen gewissen Spielraum bis zu diesem Unterstützungsniveau. In dieser Situation schlage ich vor, einen Abwärtshandel mit einer Marge von 3 Minuten zu eröffnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es von der oberen Linie aus zu einer Kursumkehr kommen und der Preis wird sich nach unten bewegen, denn wir sehen, dass sich der Preis von der visuell absteigenden Trendlinie wegbewegt. Und in dieser Situation werden wir versuchen, mit dem Abwärtstrend Gewinn zu machen. Also Freunde, warten wir die Ergebnisse ab. Prima! Wie man sieht, bewegte sich der Preis immer noch in Richtung des Levels. Hier bekommen wir ein dickes Plus. Der Preis bewegte sich wirklich weiter auf das Level zu. Nach dem Erreichen des Unterstützungsniveaus gibt es eine Reaktion und der Aufwärts-Pullback beginnt sich erneut zu bilden. Jetzt werden wir den Kurs noch etwas beobachten. Vielleicht eröffnen wir hier auch den nächsten Handel. Wir müssen abwarten, bis sich der Kurs wieder der visuellen Linie des Abwärtstrends nähert und von dieser Grenze aus erneut einen Abwärtshandel eröffnen. Also, wir haben eine Abwärtsdynamik. Hier eröffnen wir einen Abwärtshandel. Wie man sieht, setzt der Kurs seine Abwärtsbewegung fort. Auch die großen Kursstände werden wieder niedriger. Es läuft hauptsächlich abwärts. Ich denke, wir können wieder mit der gleichen Situation arbeiten. Also, Freunde, warten wir auf die Ergebnisse.
Toll, Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir gerade einen Abwärtstrend gehandelt. Diese Situation funktioniert prima. Gehen wir weiter und finden noch eine weitere Marktsituation. Hier haben wir auch ein Unterstützungslevel. Wir können auch sehen, dass es nach der ersten Erreichung einen Pullback nach oben gab und nach dem Pullback näherte sich der Preis wieder unserem Level. Eröffnen wir hier einen 2-minütigen Abwärtshandel. Der Kurs hat ein ausgezeichnetes Abwärtspotenzial. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Level bald durchbrochen wird. Bereits jetzt beginnt der Kurs sich langsam von diesem Level zu entfernen. Wir nehmen uns auch 2 Minuten Zeit, denn der Kurs könnte in die horizontale Trendlinie eindringen und es könnte einen kleinen Pullback nach oben geben. Ich denke, dass in dieser Situation 2 Minuten ausreichen werden. Also warten wir das Ergebnis ab. Naja, ganz gut. Der Preis hat tatsächlich nach einer kleinen horizontalen Trendlinie die Abwärtsbewegung vorgesetzt und dieses Niveau wurde durchbrochen. Hier bekommen wir ein gutes Plus. In dieser Situation waren 2 Minuten gerade genug für uns. Wir haben gerade an dem Durchbruch des Unterstützungsniveaus gearbeitet. Diese Situation funktioniert wunderbar. Fahren wir fort und nehmen wir die folgende Marktsituation. Also Freunde, ich habe die Grafik vor etwa einer Stunde nach links zurückgespult und das Level an den unteren Druchten dieser Kerzen eingestellt. Das ist der tiefste Punkt in diesem Zeitraum. Wir interessieren uns für dieses Level, weil der Preis sich ihm von oben nach unten nähert. Dann gehen wir zurück zum Anfang. Auch hier können wir sehen, dass es einen sicheren Abwärtstrend gibt. Der Kurs nähert sich dem Unterstützungsniveau. Das ist die erste Erreichung dieses Levels in der letzten Stunde und hier schlage ich vor, einen Aufwärtshandel für buchstäblich 1 Minute zu eröffnen. Es ist wahrscheinlich, dass es eine Reaktion von diesem Niveau geben wird und der Preis wieder nach oben zieht. Es wird eine Korrekturbewegung geben. In der Regel reicht in solchen Situationen 1 Minute völlig aus. Also Freunde, lasst uns das Ergebnis abwarten. Perfekt. Es gab wirklich einen Pullback nach oben. Der Kurs ist in den Korrekturbereich geraten. Dort machen wir unseren Gewinn. Diese Situation funktioniert sehr gut und jetzt werde ich den Kurs noch etwas beobachten. Vielleicht eröffnen wir hier auch den nächsten Handel. Also, nach einem Pullback nach oben hat der Kurs gestoppt und es findet eine Trendwende statt. Der Kurs bewegt sich wieder auf das Unterstützungsniveau zu. In dieser Situation schlage ich vor, einen 1-minütigen Abwärtshandel zu eröffnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Kurs weiter in Richtung dieses Levels bewegen wird, da der Kurs auch ein ausgezeichnetes Abwärtspotenzial hat. Es ist auch durchaus möglich, dass dieses Level durchbrochen wird. Ich denke, dass 1 Minute völlig ausreichend ist. Warten wir also auf das Ergebnis. Also, gut Leute, der Preis hat sich wirklich weiter in Richtung des Levels bewegt und wir erzielen einen Gewinn. 1 Minute war gerade genug für uns. Wir hatten Zeit, an dieser Abwärtsbewegung zu arbeiten. Schauen wir uns nun weitere Marktsituationen an. Hier haben wir ein Unterstützungsniveau. Wir sehen auch, dass es momentan eine gute, sichere Abwärtsbewegung gibt. Der Preis nähert sich unserem Level. Hier werden wir einen 2-minütigen Abwärtshandel eröffnen. Da der Preis auch hier ein großes Abwärtspotenzial hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Preis weiter in Richtung des Levels bewegen wird. Sobald sich der Kurs dem Niveau nähert, werden wir versuchen zu verdienen. Super, der Preis hat sich tatsächlich weiter nach unten bewegt. Hier machen wir einen Gewinn. Diese Situation funktioniert sehr gut. Bis jetzt läuft alles gut. Suchen wir weiter nach dem nächsten Einstiegspunkt. Hier haben wir ein Unterstützungslevel. Wir können auch sehen, dass es eine gute, stetige Abwärtsbewegung gibt. Nach einem kleinen Pullback nach oben hat der Kurs wieder umgedreht und bewegt sich abwärts. In dieser Situation schlage ich ebenfalls vor, einen Abwärtshandel mit einer Marge von 3 Minuten zu eröffnen. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Kurs direkt auf das Unterstützungsniveau zubewegt, da der Kurs auch hier ein hervorragendes Abwärtspotenzial hat. Der Kurs bewegt sich ziemlich stetig abwärts und ich denke, dass in dieser Situation 3 Minuten für uns gerade ausreichend sind, selbst wenn man eine horizontale Trendlinie berücksichtigt. Also warten wir das Ergebnis ab. Nicht schlecht, der Preis hat seinen stetigen Abwärtstrend vorgesetzt und wir erzielen einen Gewinn. Wir haben gerade einen Gewinn aus dem Abwärtstrend gemacht. Diese Situation funktioniert großartig. Alles läuft prima, machen wir weiter, schauen wir uns den nächsten Einstiegspunkt an. Also, ich habe die Grafik für etwa eine halbe Stunde nach links zurückgespult und das Level an den unteren Druchten dieser Kerzen eingestellt. Hier können wir auch sehen, dass ein schöner, stabiler Abwärtstrend herrscht und der Preis nähert sich unserem Level. In dieser Situation schlage ich ebenfalls vor, einen 3-minütigen Abwärtshandel zu öffnen. Der Kurs hat ein hervorragendes Abwärtspotenzial und es ist wahrscheinlich, dass er sich weiter in Richtung des Levels bewegen wird. Bei dieser Abwärtsbewegung werden wir zu verdienen versuchen. Wir nehmen uns auch 3 Minuten Zeit, um eine horizontale Trendlinie oder einen Pullback nach oben zu berücksichtigen. So
warten wir das Ergebnis ab. Heute gar nicht so schlecht. Der Preis verlangsamte sich ein wenig, aber dennoch setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Wir machen hier einen Gewinn. Gleichzeitig hat der Kurs die Unterstützungslinie noch nicht erreicht. Daher können wir versuchen, den nächsten Handel hier zu öffnen. Schließlich ist es wahrscheinlich, dass sich der Kurs weiterhin direkt auf das Unterstützungsniveau zu bewegt, da wir auch sehen können, dass es eine gute, stetige Abwärtsbewegung gibt, bei der die Preishochstände immer niedriger werden. Jetzt werde ich den Kurs noch etwas beobachten. Es könnte einen Pullback nach oben geben und sobald das passiert, werden wir einen Abwärtshandel eröffnen. In Ordnung, Leute, es gab einen Rückschlag. Der Preis ist gestoppt. Rote Kerzen beginnen sich zu bilden. Hier eröffnen wir einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Ich denke, dass dieses Mal 3 Minuten völlig ausreichen werden, selbst wenn man mögliche horizontale Trendlinien berücksichtigt. Wir versuchen wieder Geld mit dem Abwärtstrend zu verdienen. Also warten wir die Ergebnisse ab. Die vorbildliche Situation wiederholte sich auch. Es gab ein Fading, danach drehte der Kurs, setzte die Abwärtsbewegung fort. Aber in jedem Fall, wir machen auch hier Gewinn. Inzwischen habe ich bereits 4.500 € auf dem Konto, also schlage ich vor, einen letzten Handel für heute zu eröffnen. Ich schlage vor, ihn auch hier zu eröffnen, denn es ist wahrscheinlich, dass sich der Kurs weiter nach unten bewegen wird. Eröffnen wir wieder einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Ich denke, dass diese Zeit wieder ausreichen wird, denn wir sehen, dass sich der Kurs hauptsächlich abwärts bewegt. Ich hoffe, dass wir in dieser Abwärtsbewegung unseren letzten Handel realisieren können. Jetzt warten wir auf das Ergebnis. Perfekt. Wie man sehen kann, bewegte sich der Kurs weiterhin auf dieses Niveau zu und hier machen wir einen Gewinn. Wir haben gerade auf dem Abwärtstrend gehandelt. Alle unsere Trades liefern ins Plus und wir haben ein gutes, sicheres Ergebnis. Ich habe bereits 5.500 € auf meinem Konto. Ich schlage vor, hier Schluss zu machen. Alle Marktsituationen haben perfekt funktioniert. Mit der richtigen Taktik funktioniert diese Strategie sowohl bei regulären Währungspaaren als auch bei OTC-Charts. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, waren viele Situationen einander ähnlich. Was bedeutet, dass sie regelmäßig auf dem Markt auftreten. Wer will, kann sie immer wieder finden und damit Geld verdienen. Versucht selbst nach ähnlichen Situationen zu suchen und also handelt, trainiert und sammelt eure eigenen Erfahrungen. Mit der Zeit werdet ihr bestimmt erfolgreich sein. Freunde, danke fürs Anschauen. Vergesst nicht, dem Video Daumen nach oben zu geben, Kommentare zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Handel. Macht's gut und bis bald!